Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Elena und das hier ist mein Atelier, mein absoluter Lieblingsort, an dem ich fast jeden Tag verbringe. Hier entsteht eine ganz besondere kreative Energie, die mir unglaublich viel Kraft gibt. Heute möchte ich diese Energie mit dir teilen. Du darfst mich begleiten und Zeuge davon sein, wie intuitive Malerei Stück für Stück entsteht mit all ihren Überraschungen. Dieses Gefühl der Erfüllung, wenn man den Kopf einfach ausschaltet, ist so wunderschön. Ich wünsche mir vom Herzen, dass du das beim Zuschauen miterleben kannst. Und wer weiß, vielleicht bekommst du ja im Laufe des Videos selbst Lust, die Kreiden in die Hand zu nehmen. Mach es dir gemütlich und schau mir eine Weile zu. Lass dich verzaubern und inspirieren. Ein neuer Tag beginnt. Der erste Weg führt mich heute direkt zu meinem Bild. Ich liebe diesen Moment, wenn ich die getrockneten Farben und die Oberfläche nach einer Nachtpause ganz neu begutachte. Heute arbeite ich wieder mit den Kreiden weiter, aber der Fokus verändert sich. Gestern ging es um das reine Wilde entstehen lassen. Heute geht es darum, genau hinzuschauen. Welche Formen sind am Tag davor entstanden? Ich beginne jetzt, diese Formen behutsam herauszuholen und zu betonen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Detektivarbeit. Ich beginne das Geheimnis, das hier auf der Leinwand verborgen ist, Stück für Stück zu entschlüsseln. Das ist mein Wendetrick. Wenn ich an meinem Bild weiterarbeite und die ersten Formen beginnen sich zu zeigen, dann ist es mir wichtig, verschiedene Perspektiven einzunehmen und das Bild aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Da ich mich nicht sofort auf ein bestimmtes Motiv festlegen möchte, löse ich mich dadurch von den Konzepten, die bereits in meinem Kopf entstanden sind, und arbeite aus einer ganz neuen Sichtweise weiter. Ich experimentiere beim Malen gerne mit verschiedenen Techniken. Manchmal bringe ich sogar Farben ins Bild, die überhaupt nicht zum Rest passen, einfach um zu schauen, welche Wirkung sie erzeugen. Diesmal hat mir das Ergebnis nicht so gut gefallen, also habe ich einen Teil der Farbe wieder entfernt. Ich sehe die ersten Figuren und ich glaube, eine Ahnung zu haben, was es für eine Handlung sein könnte. Aber es ist noch alles viel zu vage und gar nichts konkret. Also die Entdeckungsreise geht weiter.
Nachdem ich die Schablone benutzt habe, habe ich festgestellt, ich habe zu viel Farbe gesprüht und sie ist verlaufen und diese Laufspuren haben mir nicht gefallen. Zuerst habe ich versucht, sie wegzutupfen, nur zum Teil, also ganz vorsichtig, aber es hat nichts gebracht und dann habe ich fast alles wieder entfernt. Es ist der dritte Tag meiner Arbeit. Ich bin gerade im Atelier angekommen und nehme mir einen Augenblick Zeit, um auf mein Gemälde drauf zu schauen und frage mich, was ist da zum Vorschein gekommen. Und das, was ich gerade gesehen habe oder gefühlt habe, hat mich berührt. Wobei das, was ich sehe, etwas sehr Banales ist, gar nichts Außergewöhnliches, etwas total Alltägliches. Und vielleicht genau deswegen hat mich das so berührt. Ich weiß es nicht. Ich werde das gleich mit euch teilen, was ich da dabei gesehen und gefühlt habe. Und das sind sie, meine Gedanken. Wir verbringen einen großen Teil unseres Lebens auf der Suche nach etwas Besonderem, dem großen Moment, dem Durchbruch, der außergewöhnlichen Begegnung, der Geschichte, die alles verändert. Und dabei übersehen wir oft, dass das Leben längst stattfindet. Nicht irgendwann, jetzt. Vielleicht nicht auf einem Berggipfel, nicht in einem spektakulären Augenblick, nicht in einer Geschichte, die man später mit Stolz erzählen wird, sondern zu Hause, vielleicht auf der Couch mit einer Tüte Chips in der Hand, in einem Gespräch, in einem Blick, in einem stillen Abend, in der Art, wie jemand neben uns sitzt. Vielleicht besteht das Leben nicht aus den Höhepunkten. Vielleicht bestehen die Höhepunkte des Lebens aus ganz gewöhnlichen Momenten, die wir gelernt haben wahrzunehmen. Wir suchen oft nach Bedeutung, als läge sie irgendwo vor uns. Dabei wartet sie vielleicht genau dort, wo wir gerade sind. Im Banalen, im Unperfekten, im Alltäglichen, in Dingen, die so selbstverständlich erscheinen, dass wir an ihnen vorbeigehen. Und vielleicht ist das die eigentliche Kunst, nicht das Außergewöhnliche zu suchen, sondern das Gewöhnliche wieder als außergewöhnlich zu erkennen.
Lieben, ich bin soweit, dass ich sagen kann, ich bin fertig. Erstmal, es könnte passieren, dass ich später noch hier und da was nachbessere, aber jetzt erstmal ist es genug. So, ich bin natürlich sehr gespannt, wie es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne, ich werde mir Zeit nehmen, eure Kommentare zu lesen und darauf zu antworten. Und freue mich natürlich sehr darauf. An die Menschen da draußen, die diese Art von Malerei nicht für Kunst halten, möchte ich nur eins sagen. Ich habe so viel Freude und Spaß dabei, bei diesem kreativen Prozess, dass ich diesen Spaß mir auf gar keinen Fall nehmen lasse. Deswegen erspart euch die Mühe, mich davon überzeugen zu wollen. Dann zu den Kreiden, mit denen ich gemalt habe. Wenn ihr diese Kreiden ausprobieren möchtet, kaufen möchtet, dann werde ich euch den Link dazu in die Beschreibung des Videos setzen. Es gibt auch einen Rabatt. Allerdings sind die Kreiden gerade eben ausverkauft und nicht vorrätig, aber in einer Woche sollen sie wieder lagermäßig da sein und deswegen geduldet euch ein bisschen und holt euch diese Kreiden, sie sind toll. Wie ihr seht, ich habe schon einige Bilder da mit 1, 2, 3 sind hier, einige sind in der Ausstellung. Ich glaube, es sind so um die 6, 7 Bilder, die ich mittlerweile mit diesen Kreiden gemacht habe. Und noch habe ich nicht genug. So, und die 2 Sachen, die ich dieses Jahr anbiete, zum einen ein Training im Sommer, 5 Sonntage, wo wir uns über Zoom treffen und unser kreatives Selbstbewusstsein trainieren. Und im September biete ich ein Retreat. In Retreat geht es auch um kreatives Selbstbewusstsein. Dort geht es aber noch mal ein Stück tiefer. Da sind wir sehr intensiv am Arbeiten. Wir malen wirklich von morgens bis abends, kreieren. Es entsteht eine ganz wundervolle Energie und ich kann dir sagen, dass du von dieser Energie noch lange profitieren wirst, noch lange nach dem Retreat. Ich habe noch 3 Plätze frei, also wenn du mit dem Gedanken spielst, dabei zu sein, dann melde dich bei mir. Habe ich nichts vergessen? Ich glaube, das war's. Ich wünsche euch wundervolle Zeit, kreative Zeit, bis wir uns in diesem Raum in einigen Wochen wiedersehen. Und vielen Dank an meine Mitglieder, die meinen Kanal unterstützen und an alle anderen, die mir schreiben, kommentieren, immer wieder zurückkommen und meine Videos anschauen. Das ist für mich Motivation, weiterzumachen. Ich danke euch. Jetzt bin ich fertig.